Heute zeige ich euch ein Auge-Zeichnen-Tutorial für Anfänger, um eine Serie zum Zeichnenlernen für Anfänger fortzusetzen. Ich zeige euch, wie ihr ein Auge einfach Schritt für Schritt zeichnen lernen könnt, auch wenn ihr noch Anfänger seid. Zuerst müsst ihr euch das Auge als Kugel vorstellen. Das Auge ist ja auch in Wirklichkeit eine Kugel, von der man aber nur einen kleinen Teil sieht. Im ersten Schritt zeichnen wir also einen Kreis. Um es euch jetzt einfacher zu machen und die Iris mit der Pupille einzuzeichnen, könnt ihr den Kreis zuerst mit 2 Linien mittig teilen. Die Iris hat ungefähr den Radius vom großen Kreis als Durchmesser. Also wenn ihr den rechten und linken und oberen und unteren Teil nochmal in 2 teilt und durch diese Punkte den Kreis zeichnet, habt ihr ungefähr die richtige Größe. Die Pupille ist dabei komplett mittig von der Iris. Wenn ihr jetzt aber ein Auge zeichnet, das nicht gerade ausschaut, müsstet ihr die Iris mit der Pupille natürlich an einer anderen Stelle vom Kreis platzieren. Wenn ihr auch daran Interesse habt, könnte ich euch das mal in einem anderen Video noch zeigen. Für den nächsten Schritt in unserem Auge-Zeichnen-Tutorial für Anfänger zeichnen wir das obere Augenlid ein. Dafür setzen wir am Rand des Kreises an der horizontalen Linie, mit der wir den Kreis gerade geteilt haben, an und zeichnen einen Bogen zur anderen Seite vom Kreis, auch da, wo die horizontale Linie den Kreis berührt. Der Höhepunkt von dem Bogen ist dabei aber nicht komplett mittig über der Pupille, sondern eher am Rand von der Iris auf der Seite vom inneren Winkel vom Auge. Die Iris ist auch meist nicht komplett zu sehen, also schneidet die Iris mit eurem Bogen ruhig ein bisschen oben ab. Ich habe hier meinen ursprünglich eingezeichneten Bogen später auch noch ein bisschen verbessert. Am einfachsten ist es auch hier wieder genau wie beim Zeichnen von Nasen oder allem anderen, wenn ihr euch zum Üben ein Referenzfoto daneben legt. Um jetzt das sehr süß genannte Tränenwärzchen einzuzeichnen, macht ihr an der Seite, an der ihr den inneren Winkel von eurem Auge haben möchtet, an der Stelle, an der ihr euren Bogen für das obere Augenlid angesetzt habt, sowas wie einen kleinen, etwas kantigen Halbkreis nach unten. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber ihr seht ja im Video, was ich da mache. Auch hier ist es wieder sehr hilfreich, wenn ihr euch ein Referenzfoto daneben legt, um die Proportionen richtig zu treffen. Von da aus macht ihr dann für das untere Augenlid einen Bogen auf die andere Seite vom Kreis bis zu der Stelle, wo das obere Augenlid aufhört. Wie viel man von der Iris sieht, hängt ganz davon ab, wie weit das Auge geöffnet ist. Da könnt ihr auch ruhig ein bisschen rumspielen oder euch ausprobieren. Nachdem ich meine Linien dann soweit eingezeichnet habe, gehe ich meist nochmal drüber und passe das an, was mir noch nicht ganz gefällt. Dann können wir auch schon die Lidfalte einzeichnen. Das ist auch kein perfekt abgerundeter Bogen, sondern hat auch abgerundete Ecken, wenn man das so nennen kann. Ich habe meine Lidfalte hier für meinen Geschmack ein bisschen zu schmal gemacht, auch wenn man den Augapfel in Betracht zieht. Für den nächsten Schritt in unserem Auge-Zeichnen-Tutorial für Anfänger habe ich angefangen, die Details einzuzeichnen. Wie ihr an meinem Video merken werdet, zeichne ich ziemlich durcheinander, also wenn mir was Neues auffällt, was ich verbessern möchte, springe ich dahin und das geht dann die ganze Zeit so. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Ich habe mit der Iris angefangen und erstmal Reflexionen eingezeichnet, damit ich die Flächen direkt freilassen kann und nicht später ausradieren muss, weil das hat bei mir ehrlich gesagt noch nie funktioniert. Dann habe ich von der Pupille aus ganz viele Linien zum äußeren Rand der Iris eingezeichnet, die ich dann leicht mit meinem Papierwischer verwischt habe. Wenn ihr keinen Papierwischer habt, könnt ihr auch ein Wattestäbchen oder ein Stück Klopapier oder Küchenpapier nehmen. Wenn ihr zum Schattieren noch Tipps braucht, habe ich da auch schon ein passendes Video für euch auf meinem Kanal, was ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Die Iris habe ich dann erstmal so gelassen und habe den weißen Teil vom Auge ein bisschen schattiert. Der ist zu den Rändern hin etwas dunkler, aber das seht ihr später ein bisschen deutlicher.
Die Wimpern sind immer ein bisschen tricky. Den größten Fehler, den ich in der Vergangenheit immer gemacht habe, war viel zu viele und viel zu lange Wimpern zu zeichnen. Holt euch auch hier wieder ein Referenzfoto, das macht es um einiges einfacher. Und was hier auch noch ein guter Tipp ist, dass ihr die Wimpern nicht gerade nach oben zeichnen solltet von der Lidkante aus, sondern erstmal einen kleinen Bogen nach unten und dann schwungvoll nach oben. Das macht es realistischer, weil die Wimpern ja gebogen sind und wenn man von vorne auf ein Auge schaut, sieht man auch ein bisschen was von der unteren Wölbung. Und lasst euch da wirklich Zeit. Wenn ich versucht habe, schnell schwungvoll Wimpern zu zeichnen, sind die immer schlecht geworden. Ich war nie wirklich gut darin, Wimpern zu zeichnen, umso mehr freut es mich, wie gut sie dieses Mal geworden sind. Am Ende könnt ihr dann nochmal ein bisschen Kontrast reinbringen, indem ihr die dunklen Stellen noch ein bisschen dunkler macht. Das gibt dann nochmal mehr einen Wow-Effekt. Genau wie bei meinem Nasezeichnen-Tutorial gibt es auch hier kein richtig und falsch. Kein Auge ist perfekt und kein Auge sieht aus wie ein anderes. Also übt einfach, probiert euch ein bisschen aus und zeichnet ein paar super schöne individuelle Augen. Ich hoffe, mein Augezeichnen-Tutorial für Anfänger hat euch gefallen und vor allem geholfen. Wenn das so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und Anmerkungen, Wünsche und Kritik könnt ihr mir gerne in den Kommentaren dalassen. Und wenn euch eine Videoserie zum Thema Zeichnenlernen für Anfänger, in der ihr Schritt für Schritt zeichnen lernen werdet, interessiert, abonniert meinen Kanal und ich sehe euch beim nächsten Video.